So, willkommen zu Genshin. Ja, heute steht an, dass ich die den Ayato-Legenden-Auftrag fertig mache und dann das Event, was ich dadurch freischalte, noch ein bisschen mache. Und halt natürlich so Harz ausgeben, Dailies machen und so weiter. Das Übliche. Venti-Boss muss ich auch noch, also eine Cube muss ich auch noch machen, Venti weiter zu upgraden. Das fällt mir gerade wieder ein. Ja. Lila Kristall, den kann ich kurz umcraften. Da. Habe ich das schon mal perfekt. So. Ach, Stream Discord schicken, vergesse ich es wieder. Albedo, moin, willkommen im Stream. Wie geht's hier? Einen wunderschönen guten Morgen. So. Jetzt habe ich den Discord geschickt. Ich glaube, ich fange mal mit Venti-Boss an, dann respawnt er und dann kann ich ihn, wenn ich mit der Quest durch bin, nochmal machen. Das ist, glaube ich, die beste Möglichkeit. Aber warte mal, wie lange ist der Biss noch drin? Ah, 12 Tage, alles gut. Ich laufe immer aus irgendeinem Grund hier hin und nicht straight zum Boss. Kann das auffahren? Ja, okay. So lange bin ich auch noch nicht wach, sagen wir eine halbe Stunde oder so. Aber ja, fühle ich. Also langsam ist gut, ist ja super. Und dir, ja, an sich ganz gut. Keine Lust, morgen wieder arbeiten zu gehen. Oh, meine Games sind laut. Ich muss die einmal ganz kurz, Diese Lust, morgen wieder arbeiten zu gehen, aber sonst echt gut. Mach hier gleich wieder lauter, wenn ich einen Legendenauftrag spiele einfach. Oh, Kacke. Teile. Dieser Boss ist nach wie vor viel zu einfach. Ich meine, was ist denn das? Seine Angriffe sind kacke, man kann ihn gefühlt nach jedem Angriff angreifen. Kann man nicht, gefühlt kann man. Und dieses Einsammeln ist auch nicht schwierig. Auch viel zu viel Zeit übrig. This is order. Da kommen gönnen 4. Okay, ich habe 2 bekommen. Ja, aber damit habe ich gar nicht gerechnet, scheiße. Oh Mann. Fabian, moin, willkommen im Stream, guten Morgen. Wie viel brauche ich eigentlich fürs Upgrade? Ich brauche, okay, noch 4 Stück. Scotty, moin, guten Morgen, ist länger ist es her schon wieder. Wie geht's dir so? Warte mal, ich weiß es selber nicht, keine Ahnung. Also heute eher nicht so. Morgen vielleicht, weiß ich nicht. Eigentlich habe ich Training, da muss ich mal schauen. Also spätestens Mittwoch auf jeden Fall, so viel kann ich sagen. Heute nicht so Lust und morgen kann passieren, aber ich glaube eher nicht, wenn ich Training habe. Moment, ich mal meine Dailies mal eben. Link gebildet. Dann sagen sie, okay, finde ich jetzt nicht. Also ich finde sie nicht gut, aber kann man machen, ja. Hm. Oh. Take flight. A blade embraces its duty, Was? as a jeweler cherishes their gems. Ah, du hast freigeschaltet, okay, perfekt. Das ist natürlich nice. Dann hat sie... Bin ich blind? Ich glaube, ich bin ziemlich blind. Wo ist... Bin ich geistig hängen geblieben? Da. Ganz hinten, perfekt.
Ich meine, hat sie irgendein gutes Talent hier? Reichweite von 9. Auch nicht gut. Keine Ahnung. Du kannst halt gut auf Support spielen mit ihrer Ult, mit Aufladerate und Elementarkunde vielleicht, aber sonst kann sie halt echt nichts, finde ich. Keine Ahnung. Hab sie nie gespielt. Deswegen ist die T6 heftig. Ja, mit Total als Main würde dann gehen, aber weiß auch nicht. Das Welt 100 Au. Bei Polen muss man echt einen ruhigen machen, nicht so sehr ballern. Gibt ja noch andere Spiele, die man spielen kann. Fahr mal eine Stufe runter oder so. Ha? Ich bin immer noch bei 34er Zonen. Das letzte Mal kein bisschen weiter gespielt. What the fuck? Meld Gun you. Oh, okay. Stabilize. Manifest! Whirling snow! Das war's schon. Ich mag die Day nicht. Irgendwie bekomme ich die gefühlt jedes dritte, zweite Mal. Aber ich habe man muss die jedes Mal machen, aber die ist so ekelhaft umständlich. Gehst dahin, redest, gehst woanders hin, durchsuchst was, tötest was, gehst zurück und redest nochmal. No. Ist auch 3 Kilometer von allem entfernt. Ich habe keine Lust mehr, Dailies zu machen. Ich mache die Ayato-Quest weiter. So, markiert. Will dieses Event jetzt freischalten. Gonna be epic! Da. Oh, ein bisschen viel Fallschaden. Upsi. Dr. Auge, hi, willkommen im Stream. Moin. Einen schönen guten Morgen. Mal jemand wieder Neues in Genshin, auch nicht allzu oft. Wie geht's dir so? Stabilize. Transfiguration! My apologies! Da ist noch einer. I will have order. Take flight! Miscalculated. So. Wo soll ich hin? Da unten. Gut, das ist doch schon zu hören. Mir geht's auch soweit super. Jetzt, in die Höhle. Ich habe nur noch heute frei, muss morgen wieder arbeiten gehen, aber abgesehen davon geht's mir top. Stop this at once. It's the Yashiro Commissioner. Well, we take orders from our master. No one else. Really? Then please, excuse me. Ja, Bennett. Everybody stand back! Kamisato art! Sumetsu! Ja, okay, welches Level sind die Gegner bitte? 92 sogar, so This hoch. is order. Ja, okay, jetzt ob es das schon war. Oh nein, die Säule, die Säule. Ich wollte gerade Zhongli und Säule mischen. Die Säule. Oh Mann. We Scheiße. must report the master right away. Passiert leider öfters, wenn man fightet und dann direkt weitergeht. No need to follow them. We need bait to catch the fish anyway. Leave them be. I think I saw a key fall to the Säule. ground during the fight. Ja, es tut mir leid. Let's free Shinojo first. But in all the chaos, it must have been kicked to one side. Where did it end up? What the? It's a tanuki? Oh, do tell Paimon that the tanuki took it! Let's follow it and see. Let's go.
Das ist das erste Mal, das wäre jetzt das erste Mal, dass man dazu verpflichtet ist, ein Tanuki zu machen und davon was hat. Heftig. Abgesehen von dem grauen Artefakt natürlich. So, draußen oder wo ist er? Da. Nee, hier. Ich dachte, das hier wäre, diese Statue wäre. Habe ich diese Statue schon mal gescannt oder angeschaut oder wie soll man es nennen? Keine Ahnung. Aber ich glaube nicht. Ne, scheinbar nicht. Ja, scheinbar doch, weil das ist nur so ein Stimmteil. Ich wollte gerade aus irgendeinem Grund mit Viereck angreifen, also irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich bin noch ein bisschen müde, würde ich sagen. Ah, perfekt, Haushaltsfall. Wo zur Hölle ist der Tanuki hin? Was ist der Ärger gerade gemacht? Oh, thank the gods you're here. Mit ihm reden. Naja, ich mache ja schon. Ich tue mein Bestes. Ah, hier. Stabilize. Jetzt Kisten. Ja, okay. Perfekt. Sind noch mehr Kisten. Ja, Kiste war es nicht. Eine Steinanhäufung, aber ja. Ein schön. Thank you. Thank you. It was terrifying. They said they were gonna throw the cage into the sea with me still inside. Oh, wait! You have to listen to me. Lady Chisato's wedding. It's all part of a scheme. Someone's trying to use the wedding for their own ends. Calm down, Shinojo. It's okay. We know about all that. Huh? Our suspicions were roused to this possibility, and so far, everything is unfolding rather as we expected. Those behind this plan are not going to give up easily. Their next move is imminent. We must devise sufficient countermeasures. Yashiro Commissioner, you're personally going to take action? This situation has consequences for the whole Tri-Commission, and the stability of all Inazuma is at stake. My hitherto neutral stance ends now. The almighty Shogun has always despised these pathetic power games. As a commissioner, I am a servant of the Shogun, and it is therefore my duty to handle these tiresome matters on her behalf. That's true. Shinojo, don't return to your post yet. Find somewhere safe and stay hidden. Traveler, Paimon, let's get out of here. Well, if it isn't the Yashiro Commission, einer von ihnen. I hear you showed up here with no explanation and attacked my men. You wouldn't happen to be carrying out some sort of secret mission, now would you? I heard that someone was taking the law into their own hands. As a responsible official of Inazuma, I could not in good conscience stand idly by. Shinojo may be your retainer, but the law does not grant you the right to abuse him. Abuse? Nonsense. I was just teaching him a lesson. Out of nowhere, a low-ranking officer decides to barge in on Lady Hiragi and start spouting out the most absurd and insulting nonsense one can imagine. A truly egregious loss of decorum. I dare say, the poor lady was terrified. So, you're saying that you know absolutely nothing of the reasons for his actions? Because otherwise, why would you describe it as out of nowhere? Two people from two different clans are getting married. That's all there is to it. And yet this young gentleman took it upon himself to fabricate a nonsensical disaster story around it. How should I know what he was thinking? Even if she marries into the Kujo clan, Lady Hiragi will always be the daughter of the Hiragi clan and the most distinguished member of the Konjo Commission. We are, and always will be, her loyal assistants. It's our duty to see that she never has to worry about anything.
Loyalty and duty are our guiding principles. Not only did this guard show no regard for either, he went out of his way to upset our lady. How could one do such a thing? Even if we put it down to a rare moment of impulsivity. I have to say, I'm surprised to see one of such noble standing as yourself rushing to his defense. Darn it! This guy is good. Annoyingly good. Oder was reden die? I'm suddenly reminded of an anecdote I'd like to share with you. There's not been a dull moment since I took up my post in the Yashiro Commission. Every day I've been exposed to new and fascinating things. For instance, a merchant from abroad once told me about a curious kind of bird with the most extraordinarily long tongue. So long, in fact, that you can tie 2 knots in the portion of it that extends out of its beak. I'm sure someone as erudite as yourself could be able to guess what people do with these unusual avians. Keep them as pets. Ah, für das Ziertier. You'd think, wouldn't you? Ziertier auch noch nie But there's a gehört. catch. You see, this bird is of no use to humans whatsoever, and certainly doesn't make a suitable pet. If you catch one, the best thing you can do is actually cut its tongue off and throw it out of the window. The reason they give is this. Oha, was? The Ganz longest ruhig. tongue has the most to say, but don't be deceived as it chirps away, lest the song it sings lead you astray. I say, Yashiro Commissioner, are you here simply to mock the Kanjo Commission? Far from it. In my mind, the Kanjo Commission is made up of honorable individuals, upright and forthright, conscientious and loyal. It is unbecoming of such people to resort to lies, deception, and filibustering, all as part of a plan to remove Lady Hiragi from her position in the Kanjo Commission. Yashiro Commissioner, please don't make accusations without any evidence. The evidence is standing right in front of me, is it not? I have a credible witness who can confirm you were quick to try and make him disappear as soon as he said something that you did not like. Ugh, dear me. I can't believe the Grand Matsura clan is now represented by someone with less of a sense of loyalty than even an ordinary servant. You studied hard and took a government position, only to make it to where you are now just to play these petty power games behind the scenes. I'm not sure whether it's because you're smart enough to play the system, or too foolish to know any better. In your years of service to the Shogun, not only have you managed to glean nothing good from the people around you, you have also let yourself be blinded by self-interest. And now you have ruined your once bright future. I'm not angry, Mr. Matsura. I just feel sorry for you. Is that right? Then tell me, if you're so bright, what exactly do you think you can do to me? This is at most a Kanjo Commission issue. We'll handle this amongst ourselves. You are reaching rather outside of your bounds, Yashiro Commissioner. If you seek to involve yourself in other clans' affairs, might I be so bold then as to question your motives in doing so? I think you are simply opposed to an alliance between the Kanjo Commission and Tenryo Commission, because the new balance of power in the Tri-Commission would be a threat to you personally. So you come here with an elaborate excuse to try and break up this marriage. So, that's how you view it. Well, I have to admit, you clearly are far more talented than I at monitoring the power balance within the Tri-Commission. Let me be crystal clear. This wedding is going to happen, and nothing is going to change that. The notices have already been sent out. All of Inazuma City knows about it now. Most of the public weren't aware that Kujo Kamaji and Hiragi Chisato were courting. But you can bet it's all anybody's talking about now. Once the notices go out, that's it. The wedding is a sure thing, even if it hasn't happened just yet. I see. It seems like I was wrong. So suddenly we see eye to eye? I had expected you to at least be smarter than most. But it seems that I was gravely mistaken. Kamisato Ayato! You...
How dare you? You've made your move. Ja, den mies zerfetzt, oha. I suppose it's time I made mine. What do you mean? Do you seriously think this marriage will bring the Kanjo Commission and the Tenryou Commission together? Isn't it at all possible that the Kanjo Commission becomes marginalized as a consequence of this union? Goodness me. Well, I've learned a great deal from talking to you. That will be all for now. If you would excuse me, I shall take my leave. Hey! Hey! What was all that? Paimon didn't follow at all. Erst reden die eine halbe Stunde, dass ihr keinen Bock mehr habt. Und auf einmal geht er aus dem Nichts plötzlich los. Alles klar, let's go. They had their Imagine. scheme, but fortunately I was prepared. As I said, they ended up coming out from the shadows and revealing themselves. Let's see how things are in Inazuma City. Then, I'll take you through the details of my plan. Okay, let's go. Ich hoffe, dann bin ich bald durch. Ich bin mehr an dem Event interessiert als am Legendenauftrag, muss ich sagen. Look at this. The daughter of the Kanjo Commission's Hiragi clan and the master of the Tenryou Commission's Kujo clan are getting married. Sounds like an all-around perfect match, don't you think? For sure. I'm just surprised. It seems very sudden. I hadn't heard a single word about it until now. Good luck to them, I say. I'm sure it must have been a hard decision. Looks like the wedding is definitely going ahead. It's still too early to make that conclusion. But only if Kujo Kamaji is willing to help us. Okay, let's go. Welcome. I just heard that the news of my wedding has been officially announced. It seems so sudden. I wasn't ready yet. Yeah, about that. It's kinda complicated. I see. So someone's trying to take advantage of our marriage. If you proceed with the wedding, the repercussions for you are likely to be minimal. But we must take Lady Hiragi's situation into consideration. I've previously considered this possibility. But in the end, we're getting married for true love. And I've promised her that I'll do everything in my power to protect her. I understand where you're coming from, but to be frank, she should not need your protection. Or, to put it another way, you have tacitly admitted that Lady Hiragi will need your help to get through the hard times ahead, which perhaps suggests that, deep down, you realize all she stands to lose. I don't mean to criticize you. It is natural to want to protect our loved ones. You're an intelligent and gentle person, and I'm sure you would have been able to think about this more objectively were you not so emotionally involved in the situation. I'm sure you admire Lady Hiragi for being the independent, gentle, resilient, and strong-willed person she is. For the sake of marrying you, this wonderful woman will become someone who has to depend on you for the rest of her life. Are you really okay with that? I love her with all my heart, and would do anything to make her happy. That's why I cannot abide to see her suffer or be manipulated by other people. Yashiro, Commissioner, you're right. It was naive and selfish of me to take things this far. But it's too late now, isn't it? There are notices everywhere. I have a plan, but it needs a villain. Sir Kujo, in order for my plan to work, you and I must both play the role of antagonists. But it is not without its risks. Are you willing to help? If there's a way to salvage this, then let's hear it. I've told the people at the Kanjo Commission that the marriage isn't going to unify the Kanjo Commission and the Tenryou Commission. On the contrary, it's a terrible idea that will marginalize the Kanjo Commission. The context for this is that they are planning to use this marriage to bring down the Hiragi clan.
and the key to their success is coming up against no resistance to the marriage from the Tenryou Commission. But what if we were to imagine for a moment that since the affairs of the Vision Hunt decree, the Tenryou Commission has been planning to make a move against the weakened Kanjo Commission? The only reason you have been hesitant to act since taking over the Tenryou Commission is because you care about Lady Hiragi's feelings. And so, your plan is to liaise with the Yashiro Commission to marry her and bring her out of the Kanjo Commission as soon as possible. Once that is achieved, as the person in charge of the Tenryou Commission, you no longer have any reason to hesitate. I see. This is an ingenious plan. It takes advantage of the situation perfectly. Exactly. Our purpose is to change Lady Hiragi's position from an unnecessary burden to an indispensable asset. By doing so, we can even strengthen her position in the Kanjo Commission. Once our adversaries realize how the network of connections behind the scenes really looks, they'll do their utmost to stop this wedding from happening. Then, we simply leave them to clear up the mess they've created. Got it. So the network of connections? This is all way too complicated for Paimon. Can you just tell us what you need us to do? We have to make sure that the behind-the-scenes story comes to the attention of our dear friends in the Kanjo Commission. Matsura, with whom I spoke earlier, will now be fearing the worst. No doubt he'll be on the lookout for the first sign of a crisis. In that case, he will almost certainly have placed informants throughout Inazuma City. What we need to do is to use these informants as a breeding ground for our fake intel. Sir Kujo, there are certain things that I need you to attend to personally. It's almost time. My ninja has located one of the informants. Let's go and see if he'll take the bait. Endlich fertig, Mann. Fufu, was? Das ist doch da mit Fufu, was? Was mit Fufu? Ich weiß nicht ganz, was du meinst. That person is one of Matsura's informants. Let's follow him. Be careful not to get seen. Okay. Wow, was war das für ein 360-Turn, 180-Grad-Turn in unter einer Millisekunde? Holy shit. Das war fett. Ja, er kann mich durch das Haus sehen. Oha. Bruder, what the fuck? Was soll ich tun? Ja, kennst du Fufu? Kenn ich, klar. Ich habe ihn früher ein bisschen geguckt, wo er mit Maxify zusammen Gangbeasts gespielt hat. Aber irgendwie, ich habe aufgehört, die zu schauen, als Maxify mit Fortnite angefangen hat und keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was Fufu dann gemacht hat. Let's follow him. Be careful not to get seen. Ich habe mitbekommen, dass er Facebook oder sowas gemacht hat. Versuch nicht zu lachen, macht er jetzt, glaube ich, irgendwie. Aber das habe ich zumindest zuletzt gesehen. Keine Ahnung. Did you see that? Sir Kujo Kamaji just came past here with a huge group of people. Could it be related to the wedding announcement? Maybe, but from the look on his face, it seems like something much more serious. Man kann sich ja hinhocken, He and das ist his so men cool. seem pretty intense at the moment. Isn't it all a bit excessive for a wedding? Oha, wer ist er, dass er mich sieht? Hinhocken hilft beim schneller wieder runtergehen. Das sieht so komisch aus irgendwie. Boah, er sprintet. Er ist so weggesprintet auf einmal aus dem Nichts. The Tenryou Commission has sent a load of people to Rito. I guess it must have something to do with the wedding. I think in all there must have been about 100 people so far. That doesn't sound good. What could be going on? I hope it's just Sir Kujo Kamaji being overcautious.
Sollte er jetzt auf dem Boden hocken und trotzdem mit den zwei reden? Ich habe keine Ahnung. Ah nee, er hat die durchlauscht, dass er gar nicht geredet. There's no way they sent this many people just to escort the bride. I have to investigate. Boah. As expected. Let's follow him. Wow. It's like the whole Tenryo Commission is here. Das sind 5 Leute, Paimon, oder so. Beruhig dich doch, oha. Excuse me. Has something happened on this road? I'm a businessman passing through, and it's a little disconcerting to see this place so heavily guarded. Ah, please don't be alarmed. As I'm sure you've heard, the wedding of Sir Kujo Kamaji and Lady Hiragi Chisato will take place any day now. Sir Kujo decided to send for Lady Hiragi ahead of time, and have her live in Inazuma City during the run-up to the wedding. I see. We are here to clear the way for Lady Hiragi. Not just us, either. You'll see more Tenryo Commission members as you go further along. We're all here for the same duty. Isn't this a little excessive? Sir Kujo holds Lady Hiragi in the highest regard, and wants to treat her with the utmost respect, from beginning to end. I understand. Sorry to disturb your work. What the fuck? Drat. It's exactly as Master feared. They say they're here to guard the road, but really they're poised to attack if Master doesn't allow Lady Hiragi to leave Rito. Wait, no. Hey, what the fuck? If Lady Wie kam Hiragi jetzt ab does auf? leave, they'll have all the more reason to strike. But we're in no state to defend against a Tenryo Commission attack. I must tell Master right away. He ran off again. Also jetzt eine Frage. Wir haben ihn gehört von da hinten, aber die Wachen haben ihn nicht gehört, obwohl sie straight neben ihm standen? Warte, was? That should do it. Okay. Seeds have been sown. In this atmosphere, mounting suspicion will nurture fear among the Kangjo Commission. Now, we wait patiently for it to grow and ferment. The calm before the storm is always the part that unsettles people the most. Are they really gonna own up and apologize? Just like that? If you're curious to find out, you can visit the Hiragi clan in Rito in a couple of days. I have some other business to attend to, so I won't be spending any more time on this situation. In any case, we've made our move. It's only a matter of time before they give up and surrender. This is not my first time. Well then, goodbye for now. I truly hope that things will work out in Hiragi Chisato's best interests. He left kind of abruptly. Are things really gonna turn out like he predicted? Paimon too. Well, let's go. Ja, okay, 2 Tage. So. Ein Tag. Oh, dauert das lange. Das geht sogar. Und 2 Tage. Ich will nur noch, das ist jetzt der letzte Part, weil da bekommt man Primers. Okay, nice, weil ich habe keine Lust mehr darauf. These people from the Tenryo Commission have been here for days now. Oh mein Gott, ich mir gerade, dass Dr. Auge Batu ist. Wieso ändert der Typ immer seinen Namen? Hä? Hab mich gefreut, jemand Neues, aber es ist fucking Batu schon wieder. Brr. I guess they're here to pick up Lady Hiragi. But why would it be taking so long? I heard that the Kanjo Commission suddenly said they don't want Lady Hiragi to leave. To be honest, I'd be hesitant if I were her. A crowd this size comes to Rito? Who knows what they could be planning? Shh, stay quiet. Someone might hear you. Oh, right. Sorry. How did things get to this point?
Ich verstehe diese deutsche Übersetzung nicht. Er sagt, how the things get to this point und unten stand irgendwas mit. Weiß nicht, was für ein Aufsatz stand, Bruder. Hat gar nicht gepasst, auf jeden Fall. Hello. How may I help? We arrived here 2 days ago to escort Lady Hiragi to Inazuma City. No. Sir Kujo Kamaji gave us very strict orders, so we have to obey. But every time we attempt to receive the bride, the Hiragi clan always finds an excuse to delay things. Since we haven't fulfilled our duties yet, we decided to stay in Rito until Lady Hiragi is ready to come with us. We apologize. It was not our intention to stay here so long. We promise our presence here will not impact ordinary people's lives. We can only hope that the leaders of the Hiragi clan will start to cooperate soon. If this stalemate continues, who knows? Sir Kujo might give us orders to be less accommodating. Jetzt wird jetzt auch nur seit 2 Tagen rumstehen, Digga. Oh Mann. How much longer does your master plan to hold them off? I have no idea. We're stuck in limbo here. Master's been very on edge these past few days. He gets irate over the smallest things, and is suspicious of everything. He's been yelling at me a lot. I understand that he's anxious, but I mean, what can we do? I've told him before, never cross the Yashiro Commissioner. Yeah, good advice. With him, you just know that whatever he's doing, a lot of preparation has gone into it. If Lady Hiragi is really taken away, then what will the Tenryou Commission do? And what will the Yashiro Commission do? Maybe we should tell Master to discuss things with Lady Hiragi. Hiragi Chisato is now at the center of every conversation in Rito. By now, the Kanjo Commission probably knows how important she is. But what about what she thinks? Oh, Traveler! Niki, guten Morgen. Warum bist du noch nicht online, du Hund? Na, guten Morgen, wie geht's? I assume you've heard about everything that's been going on out there. What on earth is happening? Der Ed vom Milchholen wiedergekommen, oder wie sieht's aus? Everything. So, what happened was... After the Tenryou Commission Oh, arrived, oh, they ja, okay, suddenly ich kann ich became gleich alarmed. einladen, wenn ich das habe. They keep having secretive discussions. Mach die Story-Quest won't fertig, ist allow auch me nicht to mehr have lange, any lade ich direct die ein. contact with the Tenryou Commission. I never would have thought that this was Sir Kamisato's plan. Also, als ich on kam, habe ich nachgeschaut, da war es noch nicht da, also war nicht mein Fehler. I'm sorry. I haven't. Maybe there's no right or wrong decision. Maybe everything would be easier if I simply didn't have the choice. I used to tell myself things like this to avoid having to think about it. But once I saw the notices appearing out of nowhere on the streets, signaling that the wedding was confirmed, I didn't feel reassured at all. Instead, I felt a great sense of regret. I keep thinking back to what Sir Kamisato said. This is supposed to be my bright and beautiful future. But what if it's not? I can happily accept that if someone was trying to take advantage of my marriage, I should absolutely refuse to go through with it. But that's not the answer I'm looking for. And also, now that things have escalated to this point, it will be tricky to resolve. Boah, wie in 3 Tagen, du? Ich dachte, wir farmen jetzt heute, und dann sagst du in 3 Tagen, was ist das denn für eine Scheiße? Ich dachte, wir ballern jetzt richtig das Farmen durch, weil dann kannst du den frischen Booster holen und bam. Fertig. Brr. Ah, Lady Hiragi, here you are. You scared me for a second. I thought you'd gone missing. You? Wait, you're the ones who were with the Yashiro Commissioner that day. What do you think you're doing here? Are you trying to convince Lady Hiragi to leave? Calm down. They're my friends. They're just here to visit me. Friends? Are you sure? Just friends? Dann hättest du das so safe auch noch nicht. Kann es sein, dass er auch noch nicht da ist? Obwohl es heute kommen soll? Gut, es ist auch 10 Uhr, so ist nicht, aber... Ja. Lady Hiragi, I told you already, these are exceptional circumstances. You need to be more vigilant in everything you do.
You are extremely important to us and to the entire Conjo Commission. Who's to say they don't have a hidden agenda? If you want to accuse us of trying to abduct her, just come out and say it! Don't be rude. You've been very highly strung lately, seeing everything as a threat. Listen to me. I know all the ins and outs of everything that's happened so far. Her arrival might well be your very last chance to fix this. The present state of affairs in Rito shows me that the situation has escalated well past the point where you could hope to control it. If this deadlock continues any longer, we will have nothing to gain and much to lose. This is not an order. All I need you to do is give me an explanation and take responsibility for the situation. Understood, my lady. I shall discuss with the others right away. Good job, Chisato. You handled that well. I was so nervous. But I thought things are now so critical that I should at least give it a try. And it worked remarkably well. Yes, well, let's wait and see what happens. I hope they Runde provide Apex a schaffst du noch eine Key. satisfactory response. Aber warum eine Runde Apex, nicht eine Runde Warframe? Du kannst dir ja nicht ein Pad holen, warte mal die Quest da fertig oder so. Warframe spielen wir eh später noch. Apex. Eigentlich beides. I'm so sorry. My actions were radical and duplicitous. I was selfish and ignored the greater good. And then I left the situation to fester. Would you please give us a second chance? For my lady's sake, please give the Conjo Commission another chance. I suppose you're right. The only person who can change the Tenryou Commission's mind will be the Yashiro Commissioner. We'll head off to the Kamisato estate shortly and beseech him to help us with the utmost sincerity. Lady Hiragi, might I ask you to join us? You are the most important person. Without you, we have no other way. Let's go and see. Okay. Let's go. By the way, aren't you a good friend of the Yashiro Commissioner? Please put in some good words for me. Bruh, gegeiert. Der ist er ja auch. Yashiro Commissioner, I'm sure you've heard the news. Ressourcenchance oder Ressourcendrop? The Commission has now occupied Rito, refusing to leave until we hand Lady Hiragi over to them. I realize I have greatly offended you with my atrocious actions, and I realize also that this must sound like the very height of absurdity. But please, have mercy, good sir. I'm sorry, Mr. Matsura. I'm exceptionally busy and have but a moment to spare before my next engagement. I fear this leaves no time for small talk. So, please, if you would be so kind, get straight to the point. I know our apology means nothing to you, but we really have nothing else left to offer by this point. I'm terribly sorry. Everyone in the entire Conjo Commission now realizes the gravity of this situation. Lady Hiragi is indispensable to us. We promise to always support her. So, would it be at all possible for you to talk to Sir Kujo once more, on our behalf? You make it sound so easy. The Tri-Commission will be ridiculed by the public if we choose to withdraw the notices now and eat our words. What do you plan to do about this? To lose face for the Tri-Commission is to bring shame to Her Excellency. Are you and your associates ready to face the thunderous wrath of the almighty Shogun? We'll take full responsibility. We'll publish a new notice and hold a conference to explain the situation.
We will make sure that the public knows this was all a huge misunderstanding. We'll do everything we can to minimize the impact. Everything we can. Master Matsura, you should have known it would come to this. But the Tri-Commission must always put the interests of Inazuma first, regardless of what Sir Kujo and I may feel at this present moment. If the situation in Rito is left to fester any further, things may get out of control. But Lady Hiragi and the inhabitants of Rito are innocent. If we fail to contain the situation promptly, the rumor mill will wreak havoc on the Tri-Commission's reputation. Try keeping a pet bird. You'll see what I mean. Songbirds who know how to hold a tune can be very pleasant to listen to, but they can also become irritating if they don't know when to stop. And as for the ones with excessively long tongues, well, they're so insufferable that they can't be kept as pets at all. But it doesn't take a moment to cut out their tongues and silence them for good. Yes, I understand. I've listened to your concerns, Übersetzung and I'll abschneiden, talk ne? to Sir Kujo for you. But I can't guarantee that he will change his mind. Itachi, moin. Guten Morgen, komm ins Stream. Und Patrick auch, moin. Guten Morgen, wie geht's euch beiden so? I Wenn ihr gleich hört understand. mit dem Legendenauftrag. Thank you for your help, Yashiro Wird's auch ein Stück Commissioner. spannender. All right, you ought to return now. I'm sure you have a sizable mess to deal with back in the Kanjo Commission. Okay, then please excuse me. Thank you once again, Commissioner. Ah, yes, Lady Hiragi. I have something to tell you. Would you mind? Oh? Why, of course. Sir Kamisato, you became a completely different person just now. It felt so intense. Unruly servants like him need to be severely reprimanded. As a commissioner, the almighty Shogun trusts me to do her will. I did as I should. But now, I'd like to take off my commissioner hat and share a personal story with you. Oh, please. I'd love to Sequenz? hear. Ich glaube, jetzt kommt eine Sequenz. You must have heard that the Kamisato clan once went Oder through auch an nicht. extremely difficult Ich war period. geprägt, jetzt kommt die My Endsequenz. father worked incredibly Ist ja voll hard to anders geworden. compensate for the grave Ja, errors schon ein made by the Stück. Kamisato Geht. clan long ago and restore Mir our geht's auch reputation. gut. Soweit. Leider nur noch heute The frei, work aber took a trotzdem gut. toll on his health and ultimately led to his untimely demise. My mother loved him dearly. She passed soon after. This sudden turn of events dealt a heavy blow to the Ashiro Commission. Behind the scenes, things became very unstable. Everyone thought that the Kamisato clan had lost power. That made my sister and me nothing but burdens hindering the ambitions of others. It may sound preposterous now, but I assure you that is the truth of what the Ashiro Commission has been through. Huh. Pretty similar to how the Kanjo Commission is now. Back then, I had no choice but to accept the position I was in. Wann kommt denn die Endsequenz? While I desperately looked around for powerful supporters, I endured smear campaigns and attempts to exploit me. I had no other choice. I had to honor my parents' dying wishes, and I also had a young sister to take care of. I didn't mind what became of me, but my family. No one can ever be allowed to trample over my precious family. Fortunately, I persisted, and the Kamisato clan was able to survive this storm. I think I now know where my sense of loss and confusion was coming from. Shinojo once told me that he saw what was in me in a way that no one else did. That's why he couldn't bear to see me live the rest of my life depending on someone else. I thought the reason I felt unsettled was because of uncertainty over getting married. But the fact is, it's because I felt too young and inexperienced to handle the situation facing me. The reason why Sir Kujo was able to face the prospect of marriage so confidently is because he's prepared for anything. That's it. The situation I'm facing now is the same one he faced back then. When his clan was in crisis, he bravely drew his blade and challenged the almighty Shogun. And now... Charakter kannst du am besten bekommen, indem du
Ja, ganz zu Beginn bekommst du eben die Story abschließt was. Manchmal bekommt man einen Four-Star-Charakter, indem man ein Event abschließt. Also gibt's da als Eventbelohnung sozusagen, nicht komplett abschließen. Und sonst halt generell einfach Dailies machen, Kisten öffnen, dann bekommst du überall Primos raus, also Primos verdienen und damit dann halt auf Charakter pullen. Also die Primos benutzen, um den Wish zu holen, dann den Wunsch und damit dann zu wünschen, auf Deutsch gesagt. Das ist so das Simpelste und Beste, was du machen kannst. Jetzt gerade bei dem Event bekommt man, glaube ich, sogar einen Forster, ich weiß nicht mal mehr welchen, aber man bekommt wohl einen angeblich. Wurde mir erzählt, ich habe keine Ahnung. It is Sehen wir time gleich, for bin gleich me durch. to make a stand and become my own person. Well said. I'm sure once you have grown and gained confidence, your father will be able to let go and allow you to decide how you want to live the rest of your life. It might not sound exciting, but this kind of personal growth is a necessary step in the pursuit of true happiness. And I'm sure I can get there. I will use this as an opportunity to take over the responsibilities of the Hiragi clan. I'll think about marriage again after everything is more settled. This puts less pressure on Kamaji and means I can support and protect myself without having to worry about becoming a burden or dependent on someone else. My best wishes to both of you were and remain heartfelt. When the time comes for the wedding to go ahead, I will come to congratulate you once more. Thank you, Sir Kamisato. I am grateful for everything you have shared with me. Now, if you'll excuse me, I have a lot to deal with back home. Take care, Lady Hiragi. I'm confident that on your return, you will find your Kanjo Commission associates most receptive to your instruction. Yes, in fact, my recent experience suggests the same. She really has the air of a leader now. Ah, nice, Niki, bist fertig. Guck mal, welche Story-Quest du als nächstes machen musst. Ich weiß nicht, wie genau die heißt. Okay, danke, ja, gerne da nicht für. Hats off to you too, sir. Everyone thought there was no way out until you pulled that super smart strategy out of nowhere. In fact, counter-checking is a perfectly common maneuver in the game of chess. Our rival this time was easy to deal with. He was smart, but short-sighted, and sloppy in his execution. This outcome is entirely within my expectation. Even so, Paimon could never come up with a plan that cunning in a whole lifetime. Anyway, it's kind of a relief to see that Chisato has decided to set the Hiragi clan straight. I agree. Stability in Inazuma benefits me as well. I wasn't about to pass up an opportunity to make less trouble for myself. Well, the fact is that I am first and foremost the Yashiro Commissioner. Perhaps for Master Matsura, power is his life's pursuit. But for me, nothing matters more than the stability of Inazuma. A stable nation is the prerequisite for a stable Yashiro Commission. Only then can the Kamisato clan and the other Yashiro Commission clans have a peaceful existence. But human desire will always be a factor in the War da equation. nicht eben rechts von This is Lumin not noch the eine first Wand? situation of its kind, nor Ah, will it be Bruder, the keine last. Ahnung, Mann. All I have tried to do is make sure the three parties to the Tri-Commission serve to restrain each other. Stasis is not the only form of stability. A balance of power leaving no room for maneuver achieves the same end. Another positive outcome is that everyone recognizes how important Lady Hiragi is now. I think I did her a sizable favor in that regard. Dealing with the Hiragi clan will be much easier for her than navigating a new and unfamiliar one. There were so many things at play over this one wedding. Wait a second. You weren't trying to stop the wedding from the very beginning, were you? I thought straight away it was bad timing. Nevertheless, everything I said to Hiragi Chisato was entirely sincere. If you choose to give up your stance on something once, you'll be having to compromise for the rest of your life. I didn't want to see her suffer because she didn't realize what she was getting into. Now, she has the chance to become her own person. Let's see who she becomes. Okay then. Guess we'll have to wait and see. Alright. Wahrscheinlich probably Ayatollah in Auftrag, zweiter Teil dann irgendwann oder so. Mal schauen. I shall have to host you at the Kamisato estate when my sister is next available.
Looks like everything's resolved. Masterfully done. Everything was perfect. Well, except for one minor detail. I somehow ended up with a glass of very peculiar tasting milk. Didn't you like it? I distinctly remember you saying you are quite partial to exotic flavors. Oh, my lord. The Traveler had one of those as well. I'm sure she's made a great impression on you. The Traveler did indeed play a critical role in this case. I'm sure both families would have been more guarded against me had she and her companion not been present. It wouldn't have been so easy to get to the heart of the matter. There you go again, my lord. Placing the focus on other people while discreetly performing your job to perfection. Naturally. Ah, yes. Now that we're both free, let's finish off that game of chess we started a few days ago. Das ist ehrenlos. Es gibt keine Endsequenz. Das ist so ehrenlos. Oh Mann. Wahrscheinlich so wie sammelt's auf, oder nicht, Niki? Oder die Beute des Kampfes auf. So, man kann hier, genau, den kann man bekommen. Ich kann ihn nicht aussprechen. Xinqua, oder ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Ihn bekommt man halt. So. Was ist das jetzt alle? Das Event besteht aus weiteren Story-Quests, oder wie? Naja, Bruder, dann mache ich das Event heute doch nicht mehr. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Oh Mann. Was war denn Niggi? Ich kann dich kurz in die Party einladen. Und in eine. Ich bin ja nicht mehr in einer drin. So. Hallo? Moin. Moin. Mein Kuvo kann das appetiert, die Dings, genau. Ist das gut oder schlecht? Bock einfach drauf. Hm? Aber ist, glaube ich, der Standard-Kupo, den du hast. Ja, Ja, glaube ich, ja. So. Muss ich mal Games Center weitermachen. Dieser Kuvo entwaffnet Gegner und apportiert die Beute des Kampfes. Also er entwaffnet Gegner auch, war richtig geil. Soll ich ihn mal einladen? Ich bin auch in Genshin am Rennen, da bist du ihm, what the fuck? Oh Mann. Warum hast du mich dann in eine Party eingeladen? Was? Warum hast du mich dann in eine Party eingeladen? Weil du mich nicht nervst oder so, keine Ahnung. Wie lange noch? Halbe Stunde? Ja, dann mach. Ich kann keine andere Mission picken. Es steht immer nur Sayas Wache hier. Dann machst du Sayas Sache. Dann schaltest du die erste Open World Story frei. Ah, das ist glaube ich sogar die Open World Story. Was passiert, wenn ich die Nightwave mache? Bekommst du nicht Belohnung oder was? Hab ich auch gestern schon erklärt, ja. Ja, okay, dann mach ich die mal, oder? Nein, das machen wir gleich zusammen. Das ist unnötig, das jetzt alleine zu machen. Mach lieber dann Sayas Wache. Oder schalt die nächste Brücke frei. Welche ist denn die nächste Brücke? Guck nach, auf welchem Planeten bist du aktuell? Warte mal kurz nachgucken. Merkur. Dann guckst du mal. Merkur ist der nach Venus, ne? Ja. Dann musst du jetzt zum Mars. Gehst du mal auf die Erde. Sollte oben, so oben sollte Marsbrücke stehen. Ja. Da guckst du mal, was für Quest du dafür machen musst. Die habe ich schon. Also, was ich Dann brauche, habe ich schon. machst du die Marsbrücke jetzt. Ah, ich habe die schon gemacht. Die Frage Dann bist du schon auf Mars. Dann guckst du mal auf Mars. Und machst da die nächstbeste Brücke. Phobos-Brücke, ne? Es gibt zwei Brücken, ob du Phobos oder die andere machst, ist egal eigentlich. Ich glaube, Phobos musst du. Ne, aber mach Phobos nicht. Phobos kann ich skippen, indem ich mit dir spiele. Das brauchst du nicht machen. Okay, dann
Keresbrücke besiegt, den Ceres, genau. Third Sergeant of Iliad. Boss machen wir gleich zusammen, das geht mit mir am schnellsten. Mach die andere Quest erst. Besiege LT auf Er ist auch ein Boss, Mars. ja. Besiege 315 Krone auf Mars, Nummer 77. Ja, dann machst du einfach. Ein Void-Relikt einmal an der Konsole in einem Orbiton. Da kannst du mal schauen, ob du das schon machen kannst. Ich weiß nicht. Geh mal nach hinten im Orbital zu diesem goldenen Tisch. Rechts von dem Arsenal. Wenn du runtergehst, rechts neben dem Arsenal. Ach, warte. Alles voll mit Dingen. Okay, warte. This is getting interesting. I will have order. Take flight. Ja? Weiter. Du guckst, such dir irgendein Relikt aus. Irgendein? Das scheint ja nicht, was für ein Relikt du upgrade verfeinern sollst, oder? Nein, nicht. Ja, dann suchst du dir irgendeins aus. Aber ich. Klickst du drauf und dann sollte da irgendwas von Upgrade verfeinern stehen unten drunter. Ich glaube, rechten Stick muss man reindrücken, aber ich weiß es nicht, sollte da stehen. Nein, da steht nur verfeinern. Ja, verfeinern, ja. Hä? Ja, es geht nicht, ich habe 0 von 250 Volt. Okay, aber dann kannst du es schon machen, das war das, was ich wissen wollte, dann ist gut. Dann öffnen wir gleich zusammen Relikt. Hast du noch irgendeine Quest, die du für die Brücke brauchst? Ich habe ja gerade alle gesagt. Okay, dann machst du jetzt diese Gegner-Quest eben noch, bis ich da bin. Auf Mars Gegner eliminieren war das, glaube ich, oder? Warte, ich guck mal. Besiege einen Wüsten Grin auf dem Mars, ja. Genau. Du machst aber eine Mars-Mission, am besten eine, die du noch nicht gespielt hast, weil dann bringt es dir mehr, dann bekommst du auch XP für. Und läufst halt rum, machst die Mission, tötest halt währenddessen alle Gegner, so. Da muss natürlich eine Granier-Mission sein, also diese mit dem komischen Kopf, die Gegner müssen da sein. Leute, das ist ein Granier. 8 bis 10. Das ist 8 bis 10 ist das Level aber nur. Da solltest du inzwischen auch bis 30 schaffen mit der Waffe, die ich dir gebildet habe, die Nahkampfwaffe. Ist deine andere Fernkampfwaffe jetzt fertig, oder? Ah ne, die braucht auch noch lange. Ich glaube noch 5 Stunden. 5 Stunden noch? Ja, 5, 6 Stunden. Okay. Ja, können wir es heute Abend machen oder so. Welches Event? Dieses hier. Ich weiß nicht, ob du das schon spielen kannst. Du musst halt den Ayato-Legendenauftrag abschließen, den ich gerade gespielt habe dafür. Dann schaltest du es frei. Dieses Schwert sieht so. Da bekommst du ihn halt. Ich glaube, das kannst du noch nicht spielen. Dafür bist du noch nicht weit genug. Gehe ich mal von aus, wenn du mich fragst, wie man Charakter bekommt. Aber ich weiß nicht. Du machst eine Menge Schaden jetzt, ne? So, der eine Boss noch einmal. Hoffentlich bekomme ich auch schöne 4 Drops. Ich kann ja auch looten. Bäh. Ohne Morphide. Geil. Morphide brauchen wir auch immer. Muss noch ein Level machen, bin erst 28. Ja, okay, dann geht's echt nicht. Mein Hund ist jetzt hier, stimmt. Hallo, Niki. Den kannst du auch nochmal leveln, genau. Kannst du mir für den gute Perks geben oder am besten für den Mods? Ja, bestimmt. Also ich muss einfach graden, weil ich hab den einfach Kraft drauf. Wie denn nochmal Morphide? Wie viele Morphide gibt es in diesem Mission? Das ist ja eine Top-Chance jetzt. Gedoppelte. Das ist gut. Ja, doppelte Beute wäre besser gewesen, wenn wir Plastide und Oxium farmen. Wieso erst in 3 Tagen, Bruder? Check ich gar nicht. Die Gosh hat mir geschrieben, kurze Sache. Meine Mutter hat gesagt, wir dürfen nur zocken, wenn wir zusammen spielen. Hä? Ich check's nicht. Er sucht eine Ausrede, damit du mit ihm spielst. Was für... Seit deinem Mutter sagt, wenn ihr zusammen spielt, Bruder. Hä? Digga, was redet? Ich meine Scheiße. Oh, also meine kleine Schwester und ich, meine ich mit wir. What the fuck? Was? Also können du und ich kein Apex spielen heute. Geil! Achso, Lego muss mit seiner kleinen Schwester spielen, oder wie? Ja. Oder wie alt ist die? Die ist doch 5, oder nicht? Gefühlt. Nee, nein, die ist 6. Aber jetzt habe ich außerdem das Event angenommen. Warte, ich stimme mich kurz. Jetzt habe ich es ein bisschen geskippt. Na, ich tippe das fucking Event. Scheiß da drauf. Was mit Yai?
and see what she... Lady Yae is currently at Yae Publishing House in Hanamizaka, so there is no need to Achso, go... was kann ich schreiben? Well, that's convenient. Das Event irgendwas steht an und jetzt gehen wir zu Miko deswegen. Das mache ich aber wann anders. Weil ich will das Event-Dings jetzt nicht machen. Add Astro... Thank you for Schön looten, Digga. Add Astro... Darf man ja. Man kann hier Plastide bekommen. Okay, ich würde überall Plastide bekommen. Die bekommst du also ziemlich überall, leider nur enorm wenig. Das ist das Problem. Für die World Chases brauche ich nur 220 Plastide. Oh, nice. Warum braucht wenn Nesa sich nicht lohnt, dann hasse ich sie. Wenn was sich nicht lohnt? Wenn Nesa sich nicht lohnt und ich dafür umsonst sau viele Plastide fahren muss, dann tötet sich. Der lohnt sich. Selbst sogar im Late Game lohnt sich das, wenn du auf Speed spielen willst. Ist die schnell? Also mit seiner eine Fähigkeit ist ja, dass man schneller läuft. Und ich habe dir von dem Helmet erzählt, ne? Ja. Da kannst du einen Warframe wiederverwerten, dann hast du ihn nicht mehr, dafür hast du seine Fähigkeit. Und bei Nazha ist es die Fähigkeit, dass man schneller läuft. Und wenn du die halt mit dem Gauss kombinierst, Bruder, du bist viel zu schnell. Hast du das kombiniert? Nee, ich bin dabei, den Helmet freizuschalten. Kann ich erst übermorgen haben, wegen dem täglichen Ansehenslimit. Da siehst du das Problem. Da können wir vielleicht gerne auch ein bisschen ansehen, würde ich sonst fahren. Mhm. Was tue ich hier? Warum wollte ich jetzt da hin? Ich wollte zum Boss. Warte mal, die Weekly Boss habe ich gemacht, oder? Ich bin so lootgeil, Digga. Nö. Passiert nicht. Passiert, ja. Ich habe die Weekly Boss echt noch nicht gemacht. Oh, scheiße. Anscheinend nicht. Nee. Heute ist Montag. Ach so, ich dachte, heute wäre Sonntag. Ich hatte gerade Angst, Bruder. Ich dachte, es wäre Sonntag. Ich habe noch keine fucking Quest gemacht. Dann ist ja gut. Dann ist nicht schlimm. Dann juckt nicht. Da war meine Hose kurz voll. Das glaubst du gar nicht. Das wollte ich wissen, Digga. Alles ja gut. Ich mal mit der Wahl dann nochmal den Cube, dann bin ich durch. Das ist heute doch ein Stück kürzer. 1 Stunde 20, schätze ich mal dann circa. Jetzt sogar noch ein Zuschauer, Mashallah. Tim, schaffst du die 5 Abonnenten? Nö. Hä? Nö, zum Abonnenten machen muss ich Rette die Welt streamen. Sonst ich mache im Gefühl keinem Game Abonnenten außer Rette die Welt. Dauernwelle, moin, guten Morgen. Wie geht's dir so? So viele Leute, die gucken, die kommen rein und mitspielen, aber liken und abonnieren. Das Ding ist, dafür habe ich hier das Abo-Modus angemacht, weil die wollen mitspielen. Aber um mitspielen zu können, müssen die was in den Chat schreiben, dieses Join, ne? Sozusagen diesen Befehl, Ausrufezeichen Join. Kann ich danach wieder deabonnieren, ne? Ja, aber die wollen ja diesmal auch mitmachen. Und dann müsst ihr halt abonnieren, um was in den Chat zu schreiben. An sich ehrenlos, aber es erfüllt den Zweck. Warte, wie viele Mitglieder habe ich jetzt schon? 5 noch viele. Geil, Digga. Nice. Und. Ist das gut? Bap. Das ist so witzig. Nein. So. Wie mir auch, ja genau, mir ist auch gut soweit. Keine Lust morgen wieder arbeiten zu gehen, aber sonst geht's mir top. Also gut gehen, ja, Lust haben, ja, geht. Wir haben aktuell den chilligsten Lehrgang, der existiert. Wie lange das Event dauert, ich weiß nicht, ich habe es ja auch gerade erst aus Versehen angenommen. Weil wir in einem anderen Raum sitzen, wo kein Ausbilder ist. Und da chillen wir halt einfach nur am Handy. Das ist, also, ja, tatsächlich, das ist Niki, deswegen habe ich doch auch immer deinen Stream geguckt, als ich auf der Arbeit war. Was ist? Deswegen habe ich auch immer deinen Stream geguckt, als ich auf der Arbeit war, weil ich halt aber nichts zu tun hatte. Und kein Ausbilder oder da war oder irgendwer, der beaufsichtigt hat. Wie viel bist du nochmal? Ich bin 57. Und nicht mehr lange für 58. So, ich habe die 300 Büsten grüner Tim. Die habe ich jetzt dann. Nice, ja, dann chill kurz, ich komme gleich. Ja, okay. Dann mache ich vielleicht ein paar andere Missionen noch, dann bin ich dabei.
Da kannst du welche machen, die du noch nicht gespielt hast, einfach um die Sternkarte zu vervollständigen. Verteidigung, auf die habe ich eigentlich gerade gar keinen Bock. Fühle ich. Ah, das machen wir. Krieg ich 31 auch strong. Hier kann ich mal viele bekommen, oder? Hier kann ich auch noch ein paar viele bekommen. Meine Lieblingswaffe ist halt die Nahkampfwaffe. Oh, hättest du so gedodged. Stimmt. Warte, ich verstehe nicht. Meine Lieblingswaffe ist meine Nahkampfwaffe. Die ist jetzt auch OP. Ja, denkst du warum? Die mit dem Statusschaden ist jetzt mies OP. Gern geschehen, ne? Danke drin. So. Oh, bin ich geistig hängen geblieben? Ja, ich bin zu müde. Warum? Ja, ich habe das Dümmste gemacht, was ich hier gesehen habe. Also, das dümmste also, am dümmsten getimed, wie ich es hier gesehen habe. So kann man sagen. So, das ist ein Venti-Upgrade. PogChamp. Dann habe ich sein Talent freigeschaltet. Dieses hier, dass man... Oh, dann spammt man ja noch mehr Elementarpunkte. Oha. Kann man Waffen verkaufen? Was verkaufen? Oder weggeben, damit man mehr Platz im Inventar hat? Ja. Option, Inventar und da dann... Auf gibt es so ein Ja, extra das mache ich Waffensymbol, kannst du drauf und dann kannst du... Also nur wegpacken, wenn du sie gemaxt hast, weil sonst bringt's nichts. Erst maxen für die XP und dann wegpacken. Ich habe sie schon gemaxt, die Polter. Ich möchte die nicht Ja, machen. das ist gut. Weil ich möchte dann die AK-Dingsbins haben. Ja, wenn du maxst, hast du gerade weg. Du kannst mich gerne als Freund nennen. Klar kannst du die UID lesen, sonst... Hier steht es ja nochmal oben links, aber es ist noch kleiner als unten rechts. Sonst schreibe ich hier gleich rein, muss nur kurz sagen. Korpus findet man nur auf der Erde, oder? Corpus ist in dieser Robotergegner, musst du gucken, wo die sind. Findet man die nur auf der Erde, oder was? Nee, eigentlich nicht. Okay. Sind die recht häufig oder selten? Nein, also sind keine Gegner richtig selten. Weil ich habe gerade so einen Mod, wo ich 90% Schaden gegen den mache. Nein, das ist so nötig, ja. Die Übung habe ich auch noch nie benutzt. So, Okay. Fleiß habe ich aktuell genug, das brauche ich nicht. Für Venti braucht man noch diese Windmühlenbücher, ich gucke mal kurz nach. Erstmal halt dieses Teil hier öfters benutzen, sonst skippe ich da mal eine halbe Stunde durch. Nee, die Haferteile. Waren die da auch bei? Och nee, ich muss schon wieder was verteidigen. Ja, die sind Überbücher, ne? Das ist ziemlich Gold. Kommen wir gleich. Ja, alles gut. Also ich wollte gleich aufhören, das ist das Problem. Deswegen sag mal kurz, ob du es unten lesen kannst. Dann, aber der hat gesagt, kriegst du nicht, du sollst erst lernen, oder wie? Ja, ich war da. Um dann in 3 Tagen, willst du jetzt 3 Tage lang lernen? Hä? Oder schreibst du dir 3 Tage eine Arbeit und dann ist egal? In 3 Tagen schreibe ich eine Arbeit. Achso. Und wenn ich die geschrieben habe, bekomme ich mein Geld. Ist nur weird, weil du spielst halt trotzdem. Wo ist der Unterschied? Ob du jetzt mit Geld spielen oder ohne Geld spielen? Ja, ich weiß, Eltern sind dämlich. Mein Vater, den checkt auch niemand. Manchmal sind Eltern komplett weird. Er gibt mir eine WLAN-Sperre, aber weiß ganz genau, dass ich trotzdem mit 40 GB Datenvolumen spiele. Das ist halt so, Bruder. Was soll die Scheiße? Ja, Ist aber nur nervig, hä? Ich weiß. Manchmal sind Eltern so weird. Weil halt ganz genau macht keinen Unterschied, außer mich abzufacken. Vielleicht deswegen auch einfach. So. Ich habe noch 18 Harz. Kauf ich mir aber Erz kurz. Kann man ja auch immer in XP für. Ah, hier gibt's ja gar keins. Na Tim, du bist ja fast 18, du kannst es ja bald selber entscheiden. Fast, naja, ein bisschen mehr als ein Jahr noch. Aber das ist ja mein Ziel, selber zu entscheiden. Das Gute ist, ich muss jetzt nichts machen, weil mein Kuro eh alle tötet. Tim. Ja, nice. Noch bei den Missionen, aber später funktioniert es nicht mehr so gut. Das wird nicht ganz gut. Wieso? Ich habe die ganzen Kristallsteinspots vergessen. Wieso geht nicht einfach nach Neway? Den kenne ich noch. Mondstein habe ich halt gar keinen Plan. Ja, okay, da. So, ja, ich nehme es an. Warte kurz. Da. Kurz Profil stalken. Aha, die Venti. Nice, nice. Oh Mann.
Solidify. Ich schon mit Niki gespielt, ja. Mal ein bisschen Genshin mit Niki. Niki, haben wir schon Genshin? Ja, Genshin haben wir aber ein bisschen rumgespielt, oder? Ja. Ein bisschen Genshin haben wir jetzt gespielt, aber generell spielt ja nicht mehr so Genshin. Aber sonst spielen wir eigentlich Apex War Freuen halt aktuell. Zusammen. Ja. Sonst wüsste ich gar nicht. Ich hab die neue Movement-Meter, Digga. Du musst die Barrel Roll machen, also sliden, daraus dann springen und dann in der Luft springen und Kreis rollen. Wer ist Niki? Der Typ in der Party, der nebenbei redet. Ich glaube, er ist ein bisschen leiser, aber der ist das. Ich bin Nigi, wie Tim Sinner sagt. Hä? Ich kann mal kurz. Niki streamt auch, könnt auch gerne vorbeischauen, aber irgendwie nur Apex. Aber ich kann mal kurz. Das sind irgendwie echt nur Apex aktuell, weiß auch nicht. Muss gleich gehen, ja, alles gut. So, da ist mal sein Link, wenn ihr vorbeischaut und da Abo da lassen wollt. Wäre sehr nett. So. Hier, der Bogen ist auch stark. Ja, den Bogen musst du leveln, stimmt, das lassen wir ja dran. Darum schieße ich ja gerade mit dem Bogen. Tötet 50 Schweine. Schweine? Oh, ich habe mich so erschrocken, weil einfach eine CD in der Ecke meines Zimmers umgefallen ist. Heilige Scheiße, habe ich mich eingeschissen. Oh. Oh Mann. Das hat man nicht mehr gehört, wie es umgefallen ist. Aber trotzdem habe ich mich mies erschrocken. Dann bist du immer in Genshin. Dann kannst du mal. In Genshin, das ist mal, also auf jeden Fall spätestens jeden Sonntag. Aktuell spiele ich gar nicht mehr so viel Genshin. Ich habe alleine gestern wieder vergessen, meine Dailies zu machen. Also ja. Ich bin froh, dass Tim nicht mehr so viel Genshin spielt. Ich streame einmal pro Woche mindestens Genshin. Das auf jeden Fall. Das ist meistens an Sonntag. Manchmal auch aber Samstag oder Freitag, also eher am Wochenende. Manchmal und eigentlich eher nicht in der Woche, weil ich arbeite bis 3:30 bin ich vor 4 zu Hause und dann streame ich meistens, mache ich kurz zu Ende, dann Genshin meine Dailies, aber wirklich lange streamen dann halt nicht, weil dann kann ich nichts anderes mehr spielen den Tag so ungefähr. Aber halt am Wochenende sonst immer, ja. Dieses Bennett-Ausrufezeichen, scheiße, Mann. Ganz gefährlich. Diese Flammen auf diesen Schwertern, die ich habe, sehen so geil aus. Das ist jetzt die Explosion, das ist eine Explosion wegen Feuer und Eis. Das ist der Explosionseffekt. Das ist das Geile. Oh, das sieht ja richtig nice aus. Das explodiert ja immer die ganze Zeit so. Ja, okay, dann. Soll ich Warframe gleich streamen, Niki? Wie sieht's aus? Was sagst du? Kannst machen. Ja, frage ich dich, hast du Lust oder soll ich nicht? Ja, können wir machen, ich hab Lust. Okay, dann werde ich gleich einen Warframe-Stream machen. Ja, aber erstmal jetzt danke fürs dabei sein, Genshin. Heute gibt's noch Apex und dann jetzt gleich Warframe. Also erstmal jetzt Warframe und ich weiß nicht, gegen 1 oder 2 Uhr wollten wir vielleicht noch ein bisschen Apex anmachen. Dann erstmal danke fürs dabei sein, dann hoffentlich bis später oder bis ein anderes Mal. Ciao, ciao.